Und ich beschränke mich mal jetzt in diesem Beitrag auf das aller Wesentlichste. Nämlich die Frage, wie kann eine ausreichend weitgreifende Liebe in uns freiwillig entstehen und weil sie das Schönste ist. Und das hat nämlich viel zu tun mit unseren Grundorientierungen als Mensch. Und ich sage das auch mal so feministisch, so ich glaube, das ist so zutiefst menschlich, was ich da jetzt anspreche, dass man erhoffen muss, dass das, egal ob Männer, Frauen oder was auch immer für Unterscheidungen, dass das allgemein menschlich entwickelbar, ich sage bewusst entwickelbar sein müsste. Denn bei der Frage, wie der Mensch ist, oder wir müssen mit dem Menschen arbeiten, wie er ist oder so, wenn der Mensch nicht verantwortungsfähig handelt für die Welt, müssen wir uns die Veränderung vorstellen, sonst finden wir uns mit der Verantwortungslosigkeit ab. Also man kann den Spruch auch umdrehen. Es gibt keinen Grund, so zu sein, wie man ist. Es gibt einen Grund, so zu sein, wie man sein sollte, und zwar fürs Wohl des Ganzen. Und da muss man sich fragen, was würde das bedeuten und wie kann man dahin kommen? Und ich mache das jetzt ganz gerafft. Also wenn wir Verantwortung im Ganzen wollen, muss der Einzelne diese Verantwortlichkeit im Ganzen als innere Steuerung haben, als Steuerung seines Bewusstseins und seiner Entscheidungen. Wie kommen wir dahin? Nicht, wenn er sich definiert als äußerer Materialist, egal ob er Schallplatten, Bücher, SUVs oder was weiß ich, irgendwelche Drogen haben will oder ein großes Haus oder mehrere oder was weiß ich. Also nicht äußerer materialistischer Konsumist, sondern er müsste sich, und damit komme ich zu Diogenes und komme ich zur Kraft der Liebe, bei Jesus oder bei Buddha oder bei wem auch immer, er müsste sich definieren als Seelenwesen, als Vernunftseele, was Biologie, Philosophie, Theologie und so weiter, alle übereinstimmend eigentlich, wenn man sich fragt, wie kann man den Menschen definieren, dann sind wir das denkende Tier, dann haben wir eine Vernunftseele. Und wir müssten endlich dahin kommen, dass wir uns über unsere Vernunftseele definieren, der Einzelnen auch schon, und uns fragen, was ist dann Erfüllung? Weil tatsächlich ist Sucht immer unkontrollierte Ersatzbefriedigung. Und wenn ich mich kontrollieren könnte, dann würde ich natürlich nicht Ersatzbefriedigung, sondern meine wahre Bedürfnisbefriedigung anstreben. Und wie das jetzt konkreter vorstellbar ist, sage ich im nächsten Beitrag. Ja, super. Ich bin immer noch bei unserem Schaubild. Ich sage mal ein paar Bemerkungen. Frauen, wir haben ja ganze Paleo, unsere Professoren arbeiten ja im Prinzip seit 1968 an der Frage der besseren Welt. Ja? Wir haben alle paläoanthropologischen und alle biologischen und alle, wie gesagt, alle Befunde gefunden und analysiert. Frauen sind bei den Bonobos und wahrscheinlich bei Homo erectus vor 400.000 Jahren genetisch absolut bisexuell und polygam. Also, das heißt, bei Bonobos haben Frauen fast mehr Sexualkontakte mit anderen Frauen als mit den Männern. Aber sie haben, diese Frauen in der Bonobo-Kommune haben Liebesbeziehungen zu allen Mitgliedern der Kommune, egal ob weiblich oder männlich. Das ist nur mal so als Hinweis. Deswegen denke ich anders. Ja? Weil ich denke, dass also Marktwirtschaft durch die Verbote und Ängste, ich sage nochmal einen Kernsatz, der Mensch ist zerstört durch Ängste und Verbote, mit denen die Marktwirtschaft seine Seele oder Psyche zerstört hat. Nämlich, früher hätte man gesagt neurotisiert, aber das ist so ein Geschäftsmodell, Psychoanalyse und Psychotherapie. Dahin sagen wir ganz nüchtern, der Mensch ist zerstört durch die Marktwirtschaft, weil diese Ängste und Verbote, wie ich sie eben geschildert habe, der Händler verdient am meisten, wenn er den Leuten Angst macht vor dem liebevollen Kontakt mit anderen Menschen, egal ob körperlich oder nicht körperlich. Und je mehr das Sozialleben zerstört wird, desto mehr kaufen die Leute seine Produkte und deswegen zerstört Marktwirtschaft die Menschen. Und ich kann nicht sagen, dass wenn ich den Mensch so nehme, wie er ist, Adenauer, ja, dann nehme ich ja den zerstörten Menschen. Ich will aber nicht wie die Kommunisten da irgendwas Komisches machen, ja, sondern wir wollen einfach nur Marktwirtschaft als Zerstörer weghaben. Ja. So, Herr Gassmann, Sie sind dran. Ich war mal Mitglied der Schulkonferenz und Schulpflegschaftsvorstand vom Hansa-Gymnasium Köln, vor einigen Jahren, als mein Sohn dann noch zur Schule ging, und habe dann wirklich alles versucht, um aus dieser Schule eine bessere Schule zu machen. Und was waren die Widerstände groß, vor allen Dingen bei den Eltern, unfassbar. Da sagte mal ein Lehrer, da ging es zum Beispiel um Benotung. Es war so ein absurdes Benotungssystem, zum Beispiel immer die gaußsche Normalverteilung bei Noten. Und das, was Sie auch als Grafik haben, können Sie mal eben einblenden, die gaußsche Normalverteilung.
normalerweise. Ja, die besagt ja dann, es können nicht alle gute Noten haben, es darf nur wenige geben, die gute Noten haben und es muss zwangsläufig immer welche geben, die schlechte Noten haben und die große Masse soll sich in der Mitte bewegen. Und das ist dann das Ziel, also das so einzusortieren. Und dann haben wir also natürlich immer eine Ellbogengesellschaft, jeder gegen jeden schon, in der Schule kriegen das eingeimpft, in der Schule werden die Kinder so dermaßen vermurkst, die werden zu Funktionsträgern gedrillt, das ist erschütternd und ich habe wirklich alles versucht, das mal zu bewegen und zu sagen, pass mal auf, wir sind ja die Schulkonferenz und die besteht aus 6 Elternvertretern, 6 Schülervertretern, 6 Lehrervertretern plus Direktor, der hat allerdings nur eine moderierende Stimme und keine entscheidende Stimme. Und wenn die Eltern und Schüler sich einfach nur einig wären, dann können wir hier eine ganz andere Schule machen. Das Schulgesetz NRW, das gibt so viel her, so viel Freiheiten, wir können hier ganz anders bewerten. Dann fingen die an mit zum Beispiel diesen entsetzlichen Erwartungshorizonten. Dann habe ich gesagt, Leute, Erwartungshorizonte, das ist doch nur fürs Abitur gedacht. Und selbst da ist das schon Blödsinn. Die haben das aber schon in der Mittelstufe eingeführt. Das ist die Erwartung, das muss dabei rauskommen. Wer davon abweicht, entspricht nicht der Norm und wird dann abgewertet. Also das Bildungssystem ist ein Witz. Also von Gerald Hüther bis zu Richard David Precht, also es gibt so viele, oder Harald Lesch, es gibt also so viele kluge Analytiker, die klar machen, unser Bildungssystem ist sowas von am Menschen vorbei konstruiert. Und wenn ich mal sehe, wie die Leute ticken, dann ist das ein echt weiter Weg, das Bewusstsein breit zu ändern. Ja. Ich habe die Uhr nicht gedrückt, aber ich glaube, sie ist ungefähr rum, gell? Ja, ich habe ja eine Stoppuhr immer, die läuft mit und das waren 2 Minuten. Ja. Ich habe nämlich aus Versehen nicht gedrückt. Ja, hätte ich ja weitersprechen können. Ja, ich hätte schon, ich habe das jetzt gleich so neu gestartet. Ja, deshalb, ja, ich mache mir, wie gesagt, zu allem Notizen und gehe gleich drauf ein. Ja, Ja, dann mache ich mal weiter mit der Frage, wie kann diese Verantwortung im Ganzen als Vernunftseele, wie kann die das Schönste auf der Welt für uns werden? Und zwar nicht nur für uns, sondern für alle. Auch für die Leute, die da in ihren Jobs wie die Hamster rennen und dann als Ersatz in ihrer Freizeit meinen, sie müssen irgendwelche Konsumsammlungen machen. Und zwar für sich. Ne? Also nicht nur, dass sie sehen, unsere eigentlichen Bedürfnisse wären auch nicht nur der Sex mit anderen, also diese Art von Liebe, sondern unser höchstes Bedürfnis ist das hochgeistige Gespräch mit den anderen. Also das, was heute wegfällt eigentlich, weil man nur über das Wetter, über Essen und über Jobbedürfnisse spricht. Aber das wäre die eigentliche Menschenentfaltung. Und dann kommt sowas auch wie das Kuscheln und der Sex und die Verbundenheit auch im physischen Sinne, in der Familie, in der Kommune und so weiter. Aber ich bleibe beim Kern. Denn der Kern ist wirklich, wie identifizieren wir uns so mit unserem Geist oder unserer Vernunft, dass sie auch imstande ist, uns zu motivieren, danach zu handeln. Nämlich, was ist im Ganzen sinnvoll? Das muss mir keine Belohnung geben, insofern, dass ich mehr Geld im Portemonnaie habe, dass ich mehr Dinge für mich ansammeln kann. Ich denke etwas, ich erkenne, wie es im Ganzen richtig ist, und das ist dann wie ein Seelenorgasmus auf höchster Stufe. Dieses richtige Denken, dieses verantwortliche Denken für Sinn und Wohl des Ganzen. Und dann bin ich nämlich auch in der Kraft, danach handeln zu können. Weil all die anderen Motive, die mich korrumpieren könnten, der Lobbyist von da bietet mir Geld an oder hier dort kann ich ein teures Auto haben oder was weiß ich, das hat dann gar nicht mehr die Kraft. Weil die Kraft, richtig zu denken, für mich das Höchste und Beglückendste ist. Und das hat Diogenes befähigt, das hat Jesus befähigt. Das ist das, was uns, also nicht aus Armut oder Leid entsteht die Liebe. Aber die Liebe ist in der Lage, auch Leid und Armut und so auf sich zu nehmen, sich zu opfern, wenn es für den Sinn und den Wohl des Ganzen oder der anderen auch wirklich richtig ist. Also auch nicht, dass das eben Fanatismus oder wieder so ein Ersatzbedürfnis ist, so eine Suchthandlung, was weiß ich, der da drüben ist gestorben, weil er bei seiner Beschaffungskriminalität seiner Drogen oder für seine drogenberauschte Freundin hat er sich vom Felsen geschürzt. Nicht sowas. Nein, sondern die Liebe und diese geistige Liebe, die gibt uns die Kraft für Sinn und Wohl des Ganzen dann zu handeln als höchste Erfüllung. ja, das macht es nochmal deutlich. Ich glaube, ich kann es gerade mal so zusammenfassen. Das vertritt da auch einen sehr philosophischen und sehr geistlichen Standpunkt. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ja von Hause aus Theologe, gell? Ja. Theologe von Hause aus, gell? Ja, ich habe mit 13 schon angefangen zu denken, so da war das noch ganz unabhängig von diesen Kategorien. Genau, aber philosophisch und Herr Gastmann, so der andere Pol sozusagen, so den Menschen nehmen, wie er ist und im jetzigen Wirtschaftssystem zum Beispiel mit diesen ganzen Demokratiereformen das so machen. Und bei uns ist es so, da verbindet sich so das Pragmatische mit dem Menschenbild und dem Menschen die Zerstörung der Welt lassen. Aber das
einen Großteil der Steuern zahlen, während das jetzige Steuersystem ja dazu führt, dass die nur ein Minimum der Steuern zahlen, sozusagen. Und dann müssen wir nachher das Thema, das schreibe ich mir schon mal auf, Gespräch mit dem Milliardärskönig müssen wir mal führen, den müssen wir dazu holen, denn der bestimmt ja im Moment im Wesentlichen das gesellschaftliche Entscheiden und Denken. Ne? Dann haben wir mit der Liebe, also nochmal Herr Gastmann, an Sie gewendet nochmal, mit der Liebe, sei es in der religiösen Gemeinschaft oder in einer atheistischen Kommune oder in der Zweierbeziehung des Monogamen, ja, aber letztendlich mit der Liebe kommt das ihr Desinteresse am Materiellen. Und das ist ja unsere Grundthese, dass dieses Desinteresse am Materiellen ist genau das Gegenteil von Nico Pech. Der Nico Pech predigt quasi ja, die Genügsamkeit. Und wir sagen, nein, lass doch die Leute, wir nehmen niemandem irgendwas weg, sondern wir geben ihm die Liebe wieder zurück, indem wir die Marktwirtschaft beenden und er verliert das Interesse an den materiellen Dingen, ja, und an den Ersatzbefriedigungen. Und dann nochmal Planwirtschaft zum Schluss, ja. Bei uns, das ist natürlich nicht, wir halten gar nichts von Stalinismus und Maoismus und Holländismus, wir machen das genaue Gegenteil davon. Aber unsere Planwirtschaft bedeutet nur, dass die Wohlfühlstimme oder ähnliche Mechanismen als Deckel über der Marktwirtschaft sind und die Marktwirtschaft beenden, weil quasi die Schädigung der Menschen ausgeschlossen wird. Ja, ich bin aber fertig. Ja, ja, Herr Gastmann, Sie sind dran, gell? Ja, es ist richtig, diese 15% sind Teil der Preiskalkulation. Wir haben ja auf unserer Seite economyformankind.org auch einen Bereich, der heißt FAQ, das müsste, ich glaube, Frage 18 sein, die erklärt, warum die Preise nicht steigen, und da gibt es einen Link auf eine Excel-Tabelle. Und dann können uns auch Leute gerne was einschicken, ihre eigenen betrieblichen Kalkulationen, und dann sieht man also vorher, nachher, dass die Preise nicht steigen. Und dann können sich nämlich weil wir Umsatz besteuern und nicht Gewinne, dann kann man auch nicht mehr durch Steuerflucht sich dem entziehen. Aber die Milliardäre werden uns aus einem ganz anderen Grund bekämpfen, denn zu unserem Konzept, also das Wichtigste überhaupt ist der Arbeitsmarkt, also die Verknüpfung von Geschäften und Beschäftigung in einer Region. Durch die zweite Steuer, das ist die Unterbeschäftigungssteuer. Und dann gibt es noch eine dritte Steuer, da besteuern wir den Marktanteil, ähnlich wie bei der Einkommensteuer, progressiv. Das heißt, je höher der Marktanteil, desto höher der Steuersatz, den Sie aufschlagen müssen, um einfach Konzerne auch zu entmachten und Marktanteile mehr breiter zu streuen. Und das vierte, das sind Vermögensbeschränkungen. Das ist eine Vermögenssteuer von 100% oberhalb von 30 Millionen Euro. Das heißt, Sie haben 30 Millionen Euro Freibetrag, da zahlen Sie keine Vermögenssteuer, aber darüber zahlen Sie alles. Das führt dann dazu, dass es niemanden mehr gibt, der mehr als 30 Millionen Euro hat. 30 Millionen oder 30 Millionen Dollar ist laut den Vermögensverwaltern dieser Welt die Grenze zum Superreichtum. Es gibt also keine Superreichen mehr, es gibt keine Milliardäre mehr. Es gibt auch keinen, der 31 Millionen hat. Sie können auch nicht einfach sagen, dann kaufe ich mir eben von den ganzen zusätzlichen Einnahmen noch ein Auto, noch ein Haus oder noch ein Schiff. Nee, das ist ja auch wieder ein Vermögen, das ist eine Vermögensumschichtung. Und dann komme ich an einen Punkt, wo ich mir sage, ich kann das alles gar nicht mehr verkonsumieren. Ich kann diese Steuer nur vermeiden, indem ich das alles verballere, was ich habe. Und dann stelle ich fest, ich habe schon alles. Mehr geht überhaupt nicht. Und dann sieht man die ganze Sinnlosigkeit, Riesenvermögen anzuhäufen. Und damit nehme ich auch ganz, ganz viel Gier aus dem Kapitalismus. So, 2 Minuten sind um. Ja. Ja, ich glaube, Sie sind dran, gell? Ja, gerne. Also ich will noch weiter beschreiben, erstmal, was ist es oder was ist die Natur auch in dieser, ich nenne es mal, Vernunftliebesseele, die da in uns ist und die uns auch beseelen müsste, die wir wieder rauskommen lassen müssen aus den ganzen Verkrustungen. Also inwiefern ist das uns ganz natürlich? Und ich gehe auch noch auf das ein, was dem Herrn Gastmann ein Anliegen war, wie ist das mit den Schulen? Also inwiefern kann man da eine Brücke, auch eine gute Brücke schlagen, dass das auch in der heutigen Zeit als anwendbares Wissen, als psychologisch anwendbares Wissen betrachtet werden kann. Erstmal zu dem noch, was es bedeutet. Es ist eben nicht, dass man sagt, es geht nicht darum zu verzichten, sondern es geht darum zu sagen, die Fähigkeit zum Maßhalten einschließlich zum Verzichten ist sozusagen eine Metaebene des Genusses. Das ist dieser Seelenorgasmus der Vernunft-Liebesseele.
der, wenn es richtig ist, also wenn ich überlege, hier sollte ich jetzt verzichten, zum Beispiel für die kommenden Generationen, dann mache ich es und es hat seinen Wert in sich, seine Erfüllung, seine Lust in sich, es zu tun, es tun zu können. Das ist ein bisschen vergleichbar beim Marathonläufer, der muss sich dann erst überwinden, oh, und jetzt geht's in die Quälerei, dann läuft er los und kriegt solche Hormonschübe, dass er dadurch ein Glück erlebt, was er nicht hätte haben können, wenn er nicht sich überwunden hätte, um loszulaufen. Also eine Freundin von mir hat so verstandene, freiwillige, aus Sinn geschehende Opferbereitschaft, hat das auch mal auf den Spruch gebracht, Askese ist der größte Spaß. Also für die Menschen, die da, wo es sinnvoll ist, das so auch dann erlebbar wird als Spaß, um die geht es, nicht um irgendeinen Zwang oder irgendetwas einem anderen mit Gewalt wegzunehmen, aber ihm die Fähigkeit zu dieser Metaebene zu geben. Und dann sage ich doch da noch weiter, bevor ich zur Schule komme, dann vielleicht im nächsten Beitrag. Es ist interessant, dass das im Tierreich schon zum Teil existiert, weil Familie hatten wir schon. Nehmen wir mal Tiereltern. Da könnte man ja immer noch sagen, wie bei uns Menscheneltern, die machen es so, die wenden sich so bedingungslos ihrem Nachwuchs zu, weil später werden sie dann versorgt. Der Witz ist, es gibt aber Vogeleltern, die werden im Alter nicht versorgt, die machen es als Dienst am Leben einfach an sich. Und die Kinder der Zukunft, wie können die für uns so zum Maßstab werden? Das erkläre ich dann beim nächsten Mal. Ja, und ich gehe gleich mal drauf ein. Erst ganz kurz auf Überbevölkerung, weil das war vorhin auch Thema. Ja, ich bin wieder bei unserem Schaubild MDET und da ist es eben so, in dem Moment, wo die Händler quasi anfingen zu erzählen, dass es doch eklig sei, unmoralisch und unkeusch, dieses ganze liebevolle Geschmuse in den Kommunen, ja? Stellen wir uns vor, da käme jemand hin und würde den Bonobos erzählen, was ihr da macht mit eurem 12-Mal am Tag Sex mit allen möglichen anderen und so weiter, dass das unschicklich sei und würde den Bonobos Angst davor machen. Jedes Mal kriegen sie einen Elektroschock, wenn sie Sex machen wollen, ja? Dann würden die plötzlich einen Glückshormonmangel erleiden und würden jetzt auch aufhören, ihre Kinder jahrelang zu stillen, weil das ist ja auch Körperkontakt. Ja, und so haben dann bei uns die Menschen, anstatt die Babys jahrelang zu stillen, hat man sie nur noch kurz gestillt und deswegen kam es tatsächlich dazu, dass plötzlich ein Kind nach dem anderen kam. Und plötzlich, denn Bonobos kennen keine Überbevölkerung, die Kalahari-Buschleute kennen keine Überbevölkerung. Wir, gerade durch die Unterdrückung des Körperkontakts, der Liebesbeziehung zwischen Mutter und Kind, und zwar des körperlichen Aspektes davon, hat uns erst die Überbevölkerung gebracht. Und das ist schon der erste Hinweis, wie wir da auch wieder rauskommen. Wenn wir durch die Wohlfühlstimme und durch die Beendigung der Marktwirtschaft diese Unterdrückung wegnehmen, dann kommt es wieder zu liebevollen Gesangbeziehungen zwischen Mutter und Kind und das reduziert schon mal die Bevölkerungszahl, die Geburtszahl drastisch. Aber es gibt noch eine andere Maßnahme, da muss ich nur nachher drauf aufkommen. Noch eine andere Maßnahme, die natürlich deutlich härter. Aber Herr Gastmann ist dran, wenn ich richtig in der Reihenfolge blicke. Ja, noch härtere Maßnahmen. Donnerwetter. Ja, jetzt haben wir so ein Feuerwerk von verschiedenen Aspekten. Ich versuche mal ein bisschen zu sortieren. Ja, sind die Menschen, ist Konsum mit Ersatzbefriedigung, dem würde ich widersprechen. Das kann man schon daran sehen, dass ja dann die glücklich verliebten Menschen oder die liebenden Menschen dann viel weniger konsumieren müssen. Das mag in einem gewissen Umfang so sein. Also Ersatzbefriedigung gibt es sicherlich, aber ich glaube nicht, dass der Umfang so riesig ist. Das ist ein großer Unterschied. Bei mir ist es nicht so. Ich war im Laufe meines Lebens auch mal Single, dann wieder Beziehung, Single-Beziehung. Also ich habe also verschiedene Phasen erlebt und ich kann bei mir im Konsumverhalten überhaupt keinen Unterschied feststellen. Außer vielleicht mal ein extra Eis oder Schokolade, aber mehr ist das auch nicht. Ja, mag sein. Und was jetzt die Bonobos angeht und die Vermehrung im Körperkontakt als Faktor, da sehe ich eher die Natur als limitierenden Faktor. Sie leben im Urwald und der Urwald kann Bevölkerung nichts ernähren und mehr ist einfach nicht mehr da. Da gibt es natürliche Feinde und der Mensch hat im Grunde genommen das Ganze ausgehebelt durch Technologie. Hat also, wie gesagt, früher 98% Bauern gehabt, heute sind es noch 1% Bauern, denn das ist Technologie und kann viel mehr Menschen ernähren. Und das ist, glaube ich, der Grund. Und ein weiterer Grund ist eine längere Lebenserwartung, auch wieder durch den technischen Fortschritt bedingt.
dass die Menschen überhaupt erstmal das Rentenalter erreichen und dann sagen sie sich, wovon soll ich denn leben? Und wenn ich in Ländern lebe, in denen kein Rentensystem ist, dann sind die Kinder das Rentensystem. Also kriegen die Kinder, auch weil sie wissen, die Kindersterblichkeit ist hoch, dann kriegen die 6, 7 Kinder, von denen kommen dann vielleicht 4 durch und die ernähren mich dann. Und dann kommen wir dahin, dass wir also jedes Jahr eine Überbevölkerungszuwachs haben von 80 Millionen. Da müssen wir runter. Und wir haben halt ein anderes Konzept, wo wir Wohlstand für alle haben, wo wir eine planbare, sichere Zukunft haben, wo wir ein soziales Netz haben und dann diese Überbevölkerung oder diese Kinder als Rentensystem gar nicht brauchen. Ja, wobei vielleicht nur ein Gedanke, Kinder und das Ganze ist aber in der Marktwirtschaft so. Und wenn man die Marktwirtschaft beenden kann, verschwindet ja auch diese Logik. Aber es ist dran. Ja, danke schön, danke schön. Ja, also ich finde es schön, weil es kristallisiert sich ja wieder raus, worauf es im Kern ankommt. Kinder kriegen, reiner Körperkontakt, Sex, Familie haben. Wir wissen alle, dass das bei den Millionären oder bei den Leuten, die am Luxus hängen, kann das noch eine ungeheure Erhöhung des Konsums mit sich bringen. Wenn die neue Freundin des Millionärs jetzt, was weiß ich auch, dieses oder jene Luxusauto und die Kleider reichen ja schon, haben möchte und er schenkt ja dann, weil er ist ja verliebt und so. Es ist nicht gesagt, dass das zu sinnvoller Art von Konsum oder einer Konsumreduzierung führen würde. Allein Körperkontakt, Liebe, Sexualität oder Liebesbeziehung. Aber jetzt stellen wir uns das mal vor, es wäre so, dass das Liebesbeziehung unter Liebesvernunftseelen ist, wo eben ein vernünftiges Gespräch über höchste Werte mehr Bedeutung hat als der Rolls-Royce oder das Galakleid. Ich glaube, das macht den entscheidenden Unterschied aus. Und ich vergleiche es noch wieder, ich hatte ja zuletzt angesetzt, auch im Tierreich. Man kann ja eben gucken, inwiefern ist Liebe auch nur ein anderes Vergeltungsdenken. Oder inwiefern wäre Liebe imstande, so ein in der Gesamtwelt Ausgleichsdenken herzustellen. Und da kann man eben sehen, bei den Tieren, es gibt da ja auch Familien, es gibt da die Fürsorge für den Nachwuchs. Genau wie bei uns Menschen kann man zum Teil einwenden, das machen die Lebewesen, weil sie dann im Alter versorgt werden. Und das ist übrigens auch eine Gefahr, wenn man sagt, ich habe nur dieses eine Leben. Dann kann es natürlich sein, dass ich sage, es muss sich schon irgendwie ausgleichen in diesem einen Leben. Dann sind schon die Enkel in Gefahr, ob die überhaupt richtig berücksichtigt werden können. Das heißt, wir brauchen eigentlich andere Kategorien. So, dann gibt es bei Tieren aber schon die Fähigkeit, dass Tiere aus Instinkt zum Teil ihren Nachwuchs versorgen, ohne eine Altersversorgung zu bekommen. Das heißt, der Mechanismus funktioniert auch da schon zum Teil als Dienst am Leben, dass diese Lebensentwicklung weitergehen kann. Und jetzt übertrage ich das auf uns Menschen. Und wir können denken eben, unsere Technik bewirkt ja auch Folgen für die Kinder der Zukunft. Wie sieht es aus mit den kommenden Generationen? Was kann uns die so nahe bringen, dass es das wert ist, für die verantwortlich zu handeln? Ja. Und ich mache bei mir jetzt mal die Überbevölkerung kurz fertig. Ich habe ja versprochen, es gibt noch was ganz Schlimmes. So sind nun mal Naturwissenschaftler. Die sagen, dass wir jedes Leben um jeden Preis schützen wollen, ist etwas Krankes, weil die Medizin an jedem ungeborenen Kind oder sonst wie das sie retten kann, immer Geld verdient. Und dadurch hat sie eine Ethik entwickelt, 2 Stunden Lebensverlängerung ist immer gut, weil es bringt mir immer Geld, sozusagen. Also lehnen wir diese Ethik ab und sagen, wir müssen uns angucken, wie es denn in der Natur geregelt ist. Und ein Urvolk, alle Urvölker, die man untersucht hat, auch Moses noch, ja, Moses schwamm auf den Nil in einem Körbchen. Warum? Weil er ausgesetzt wurde nach der Geburt, weil Frauen in Naturvölkern quasi circa, ich sag mal so grob Größenordnung 12 Stunden lang nach der Geburt quasi die Fähigkeit, die genetische Fähigkeit und das Recht haben, Kinder auszusetzen. Wir würden das natürlich modern machen, dass es dann in einer Klinik mit einem sanften Massageöl